We all ought to smile. Never ever. Hallo, Harry Pickens. Wir sind so aufgeregt und enthusiastisch und begeistert, dich heute hier zu haben für unseren Verband für Klopfakupressur in Deutschland. Hi, Harry. We are so excited to have you here for our association in Germany today. Und wir, Thank you. I am very happy to be with you as well. ja, Danke, ich freue mich auch sehr, mit euch diese Zeit zu verbringen. ja, und wir haben gehört, es ist auch eine Premiere für dich, dass du einen Übersetzer dabei hast. And we heard it is a premiere for you too, working with the translator. Ja, Very first time, yes. ja, Das allererste Mal, ja. super. Und damit kann ich gleich vorstellen, Detlef Tesch, unser Übersetzer. And so I'll just introduce Detlef Tesch, the translator. Ja, ein sehr begnadeter Übersetzer. Quite a gifted one, she says. Yes. Und dann stelle ich meine Kollegin Marit Steinkopf vor. And then there's my colleague Marit Steinkopf. Ja. Und ich selber, Kerstin Warkentin. And myself, Kerstin Warkentin. Wir sind beide vom Vorstand, vom Verband für Klopfakupressur in Deutschland. We are both from the Association for Tapping in Germany. We are chair people. Genau. Und unsere Kollegin Gudrun Hock fehlt leider heute, weil ihr Enkel den 5-jährigen Geburtstag feiert. And our colleague Gudrun Hock is missing today because her grandchild is celebrating his 5th birthday. Ja. So, sind wir unter uns. Und gibt es noch Fragen im Vorfeld? So it's just us. Any questions before we get going? Doesn't seem so. Scheint nicht so. Okay. Ich lese vor und möchte Harry vorstellen und ich mache das nur in Deutsch. So, Detlef braucht es nicht zu übersetzen, weil es Informationen sind, die ich von deiner Webseite habe, Harry, und von der Webseite von Havening. I will now read the introduction, which does not need to be translated because the information comes from your website and from havening.org. Okay, danke. Harry Pickens ist Gründer und Direktor von Havening Louisville, ist ein preisgekrönter Jazzmusiker, Pädagoge und Coach für Lebenstransformation. Er ist unter anderem Entwickler der Workshops From StageFright to Standing Ovations, so viel heißt wie von der Bühnenangst zu Standing Ovation, From Burnout to Bliss, was so viel heißt von einem Burnout zur Glückseligkeit, und Rewire Your Brain for Inner Peace, was so viel heißt wie verdrahte dein Gehirn neu für den inneren Frieden, an dem ich teilgenommen habe, by the way. Er ist sowie Entwickler von Emotional Empowerment for Personal Mastery und er hat ein Schritt-für-Schritt-Protokoll entwickelt, das seinen Klienten hilft, den Schmerz der Vergangenheit schnell und einfach loszulassen, das Wunder des gegenwärtigen Augenblicks vollständig zu erfassen und bewusst ihre bestmögliche Zukunft zu gestalten. Harry Pickens war der Erste in der Welt, der das Pro-EFT Master Practitioner Zertifikat von Lindsay Kenny erhielt, das höchste in diesem Bereich verfügbare Zertifikat. Er ist ebenso Havening-Trainer und er ist so von seinen Erfahrungen mit Havening inspiriert, dass er sich dazu verpflichtet hat, diese kraftvollen und effektiven Werkzeuge in den mittleren Westen und Süden der USA zu bringen und somit auch nach Deutschland heute. Im Jahre 2013 schloss Harry erfolgreich das landesweit erste Zertifizierungsprogramm für angewandte positive Psychologie ab, das von The Flourishing Center angeboten wird. Es gibt unglaublich viel über Harry zu erzählen. Er ist, hat mit mehr als 20.000 Musikern in einem Workshop gespielt und sein größtes Highlight war vermute ich mal ein Auftritt mit dem Dalai Lama. Und wer mehr möchte, es gibt ganz viel auf seinen Webseiten über ihn zu berichten. Und ich freue mich total, dass er Ja gesagt hat heute für das Interview, um mehr über Havening zu lernen, um mehr über die Spiritualität zu lernen, um mehr über das Gehirn zu lernen, wie Harry das entwickelt mit seinen Konzepten. Und dann gebe ich jetzt weiter an Marit mit den Fragen, die wir so haben an Harry.
Genau. Die Fragen, die wir so ein bisschen gesammelt haben, und da beginnen wir doch mit der ersten Frage, wie du denn nach so vielen Jahren mit EFT zu Havening gekommen bist, was dich denn hinzu geführt hat, und da sind wir jetzt erstmal ganz gespannt, was die vielleicht kurze Antwort ist, um Raum für die anderen zu bekommen. Harry, after so many years with EFT, what led you to developing Havening? Well, I have always been a perpetual learner. Ich bin schon immer ein ewiger Lerner gewesen. I'm always curious to find out ways that I can help my clients more fully. Ich bin immer interessiert daran, neue Wege zu finden, wie ich meinen Klienten noch besser, noch umfangreicher, ganzheitlicher helfen kann. As well as heal myself. Auch um mich selber zu heilen. So I studied positive psychology, EFT, and many, many other modalities. Und so habe ich positive Psychologie gelernt und EFT und viele, viele andere Anwendungsmöglichkeiten. And had a lot of success with all of them. Und habe mit allen viel Erfolg gehabt. And when I heard about Havening, Und als ich von Havening gehört habe, what was most intriguing for me about Havening was the scientific neuroscience background. was für mich daran am interessantesten war, war der neurowissenschaftliche Hintergrund davon. Which gave a solid model for understanding the same phenomena we see in energy psychology. Und es gibt eine gute wissenschaftliche Grundlage für das, was wir auch in der Energiepsychologie sehen, erleben können. Dr. Rudin's hypothesis about traumatic depotentiation Die Hypothese von Dr. Rubens über die tiefe Potentialität, Potenzierung, allowed me to think about helping my clients in a different way. hat mir geholfen, über meine Klienten anders nachzudenken. His theories allowed me to get the same result, but more quickly. Seine Theorie hat mir erlaubt, schnelle Resultate zu kriegen, dieselben Resultate nur schneller. It also brought together many, many other modalities within the context of a clear neuroscientific understanding. Und das hat auch viele andere Modalitäten zusammengebracht mit einem klaren wissenschaftlichen Verständnis. And it was really this possibility of consolidating what I already knew within the context of this understanding that led me to Havening. Und es war eben diese Möglichkeit, das alles auf einem guten Fundament zu verstehen, das hat mich zum Havening hingeführt. And then when I tried it, it worked. Und als ich es ausprobiert habe, hat es funktioniert. And then I started combining it with everything I already knew, and it worked even better. Und dann habe ich es kombiniert mit all dem, was ich schon wusste, und dann hat es noch besser funktioniert. So I see Havening specifically both as a valuable set of modalities. Und so sehe ich das Havening sowohl als ein gutes Set, eine gute Auswahl von Modalitäten, A powerful neuroscientific understanding of how trauma happens. ein solides Verständnis davon aus der Neurowissenschaft heraus, wie Trauma geschieht, as well as a set of tools that can be a gateway to all sorts of positive impact. sowie auch als eine Kombination oder eine Auswahl verschiedener Instrumente, die eine Öffnung machen in verschiedenste Modalitäten hinein. One of the primary distinctions between tapping and Havening I discovered Eine der großen Unterschiede, die ich zwischen Havening und dem Klopfen gefunden habe, which also relates to Eastern Chinese medicine, das auch einen Bezug hat zur chinesischen Medizin, is the idea that tapping touch is stimulating while soothing touch is sedating. Das ist, dass das Klopfen, die klopfende Berührung anregend ist, aber die sanftere Berührung beruhigend. So for some clients, I found that Havening worked better than tapping. For others, I found they needed tapping depending on whether they needed stimulating, activating emotions, or sedating, relaxing. Und so hat das bei unterschiedlichen Klienten unterschiedlich funktioniert. Manche brauchten mehr die Anregung durch das Klopfen, das Intensivieren oder das Herunterfahren, das Beruhigende durch das Havening. I also discovered that every protocol that I learned in tapping, all the protocols, Und ich habe auch gelernt, dass all die Vorgehensweisen, die Protokolle, die ich fürs Klopfen gelernt habe, as well as the language patterns, could be adapted to Havening. und auch deren Sprachmuster für das Havening angepasst werden konnten.
So in other words, you could do anything you've been doing in tapping and add soothing touch to it, and you'll get a similar result. Mit anderen Worten, man kann alles, was man vorher mit dem Klopfen gemacht hat, weiter anwenden, die beruhigende Berührung hinzufügen und man kriegt bessere Resultate. So to summarize, Havening consolidated my understanding and gave me an additional tool. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Havening hat mir ein konsolidierenderes Verständnis gegeben und mehr Instrumentarium. Super. Tolle Antwort, Great. ja. Mhm. Wonderful answer, she says. Yes. Okay. Ja. Hast du Frage noch, Marit? Wir haben noch einige Fragen hier auf unserem Zettel. Vielleicht können wir da gerade ansetzen, denn wo und in welchen Kombinationen setzt du Havening ein? So, you talked about combining Havening with others. What kind of combinations do you use? That's very much dependent on what the client needs. Das hängt sehr davon ab, was der Klient braucht. Havening is complete in itself in terms of its protocols. You don't need anything else. Havening als solches mit seinen Vorgehensweisen ist vollständig. Man braucht nicht unbedingt noch etwas anderes. In the same way that EFT and tapping are complete to themselves. They don't need anything else. Genauso wie eben EFT und das Klopfen überhaupt auch vollständig sind und nicht zwingend noch etwas anderes erfordern. However, when you begin to think more widely, then you can begin to combine artistically the various protocols. Wenn man aber anfängt, breiter zu denken, kann man anfangen, auf eine sehr kunstvolle Weise die verschiedenen Vorgehensweisen zu kombinieren. So, for example, in tapping, we use the setup statement on the side of the hand. So benutzen wir beim Klopfen zum Beispiel dieses Setup mit dem Klopfen an der Handkante. One of the primary uses of the setup statement is to help the client fully accept who they are before we do the work. Und der Sinn davon ist halt, dass die Klienten sich vollständig akzeptieren, bevor wir in die Arbeit einsteigen. I call it an acceptance plus acknowledgement. I accept what is, I acknowledge who I am. Ich nenne das ein Annehmen und Anerkennen dessen, was ist. And so if we tap on the side of the hand for this statement, Yes. we can do that before we begin the havening process as a way of guiding into it. Und dieses Setup können wir quasi benutzen als eine Vorbereitung auf das Havening, bevor wir da einsteigen. There's another variation on the setup that I learned from Lindsay Kinney. Yeah. Ich habe von Lindsay Kinney noch eine andere Variante des Setup gelernt. It's called the resistance remover. Ja, und das ist das Entfernen des Widerstandes. And you acknowledge that part of you wants to let this go, but part of you doesn't want to let it go. Und das hat damit zu tun, dass wir anerkennen, dass ein Teil von uns das loslassen will, ein anderer Teil aber nicht loslassen will. So it goes like this. Und das geht wie folgt. Even though part of me wants to keep this problem, Auch wenn ein Teil von mir dieses Problem behalten will, another part of me wants to let it go. will ein anderer Teil von mir es loslassen. And I choose to accept both parts. Und ich entscheide mich dafür, beide Teile anzunehmen. Sometimes this can break through resistance. Das kann manchmal den Widerstand durchbrechen. So I might use it before I start havening or during the process if the client requires it. Und das kann ich eventuell ansetzen, bevor wir das Havening machen oder währenddessen, falls der Klient das erfordert. And there are many, many other examples for it. There are many, many other examples. Und es gibt ganz viele weitere Beispiele. For example, some clients tend towards numbing their emotions. Ja, zum Beispiel neigen manche Klienten dazu, ihre Gefühle so zu dämpfen, fast zu unterdrücken, And it's zu hard for stumpfen. them to feel anything at all. Und für die ist es schwer, überhaupt irgendetwas zu fühlen. So for those clients, sometimes the sedating, soothing qualities of havening will not help as much. Und denen helfen diese beruhigenden Berührungen des Havening nicht unbedingt viel weiter. Because sometimes you need to activate a feeling in order for you to release it. Denn manchmal muss man ja eine Empfindung, ein Gefühl, eine Emotion erstmal aktivieren, um sie zu empfinden. So since touch tends to be stimulating,
wenn also die Berührung stimulierend wirkt, I might use some tapping to help the person feel. setze ich vielleicht das Klopfen ein, um der Person zu helfen, das zu fühlen. And then we might release that with havening. Does that make sense? Und dann lassen wir das eventuell los mit dem Havening. Ergibt das Sinn? Ja, ja. Yes, it does. Absolut. Something else that I might notice, if a client comes in with lots of anxiety and they're very jittery, Wenn zum Beispiel ein Klient mit viel Ängstlichkeit und Aufregung kommt, sometimes that can be a contraindication for tapping. You don't want to tap then. das kann also eine Kontraindikation gegen das Tapping sein. Da will man vielleicht lieber nicht klopfen. Especially if in their history they may have experienced violence, being hit. Insbesondere wenn die in deren Vergangenheit Gewalt erfahren haben, dass sie zum Beispiel geschlagen wurden. Because then the tapping will only trigger them further. Denn dann reizt das Klopfen sie einfach noch weiter. So what I used to do with those clients before I learned havening was touch and breathe. Touch the points and breathe. Ja, und was ich, bevor ich das Havening kannte, mit solchen Leuten gemacht habe, ist berühren und atmen. What I will tend to do these days is some havening, which also tends to calm and doesn't trigger that same reaction. Und heute neige ich eher dazu, das Havening zu benutzen, die sanften Berührungen, um eben da nichts Falsches zu steigern. And if you look at tapping, the full history of tapping from Gary Craig to Lindsay Kinney to Steve, simple tapping in Australia, to the Steve various Wells. Steve Wells, exactly. If you look at the entire set of varieties of tapping, any one of those protocols can be adapted to havening. Ja, wenn man sich so diese Geschichte der Entwicklung von EFT anschaut, von Steve Wells über andere bis hin zu, von Gary Craig über viele andere bis hin zu Steve Wells, alle die verschiedenen Ansätze, die da entwickelt worden sind, kann man mit dem Havening kombinieren. So, for example, Carl Dawson's matrix reimprinting. Zum Beispiel von Carl Dawson das Matrix Reimprinting, where you actually go back and give a past self the love or the attention they needed before. bei dem man dahin geht in die Vergangenheit und dem vergangenen Selbst die Liebe gibt, die es damals gebraucht hätte. There's a havening protocol called outcome havening that does the same thing. Und da gibt es im Havening einen selben Prozess, der das Gleiche erreicht und der heißt Ergebnis-Havening. So the power of being able to learn many modalities is being able to then synthesize and take the best of each one. Ja, die Kraft darin, viele Modalitäten kennenzulernen, liegt darin, dass man sie kombinieren kann, um zu stärken. And just like Steve Wells' simple tapping, you simply tap while you talk. There's also a process in havening where you haven while you simply talk. Okay. And you Und get the same result. Ja, und ganz ähnlich wie Steve Wells das Simple Energy Techniques hat, indem man einfach nur klopft und dabei spricht, kann man das mit dem Havening auch machen und kriegt ähnliche Ergebnisse. In the same way, you can use, I'm going back to Steve Wells, provocative techniques where you use phrases that are exaggerated. You can do that with havening. You can use, go ahead. I'll wait. Und auch der provokative Ansatz bei Steve Wells, bei dem man eben provokative Formulierungen benutzt und dabei klopft, auch das lässt sich mit Havening machen. Das stimmt. You can also look at Rick Hanson's work, who's done a lot of work on positive neuroplasticity, and apply that with havening as well. Ja, und auch die Arbeit von Rick Hanson, der viel mit positiver Neuroplastizität arbeitet, lässt sich mit Havening kombinieren. So, for example, you begin the soothing havening touch while you imagine feeling the way you want to feel, feeling more positive or confident or joyful. Man kann also diese Havening-Berührungen ausführen, während man an den gewünschten Zustand oder das gewünschte Gefühl denkt, das man gerne empfinden will. In this way, in a very relaxed state, you begin to access and amplify the positive emotion. Und auf diese Art und Weise, während man gut entspannt, kriegt man diesen Zugang zur positiven Emotion. Which then activates positive neuroplasticity. Und diese wiederum aktiviert positive Neuroplastizität. And builds the habit of feeling that way. Und baut dadurch die Gewohnheit auf, sich so zu fühlen. So what I sometimes recommend to my students who've learned many modalities like this is to make a list of all of the techniques and protocols you've learned in tapping, for example.
Was ich meinen Schülern manchmal empfehle oder oft empfehle, ist, dass sie eine Liste machen sollten von all den Techniken, die sie kennen. And ask the question, can I adapt this and use Havening? Und sich zu fragen, kann ich das anpassen, um es mit Havening zu benutzen? And you will invent things on your own that way. Und so erfindet man selber eigene Dinge. Ja, cool. Next question. Nächste Frage. Ich habe da noch eine Frage zu, Harry. Ich habe das Programm da bei dir gemacht, Rewire Your Brain for Positivity. Ich würde gerne so eine ganze kurze Meditation machen, die ja nicht länger als 5 bis 7 Minuten dauert, um einfach mal die Erfahrung für die Menschen da draußen zu haben, wie es ist, das positiv Erwünschte auch zu haben und zu erleben. Yeah, having gone through your program, Rewire Your Brain for Positivity, how about you guide us through a short meditation so that our audience, our members, can have a short experience of the process? I'd be happy to do that, of course. Mache ich natürlich sehr gerne. So I'll begin by sharing, you want to do this within Havening, correct? Du willst das mit Havening machen, richtig? Yeah. So in basic Havening, you apply soothing touch either to your face, like this. Im Havening wenden wir beruhigende Berührung an, entweder aufs Gesicht, to your shoulders, from the shoulder down to the elbow, oder von den Schultern aus abwärts bis zu den Ellenbogen. and then lift the hand, come back shoulder to elbow. Dann die Hände wieder hoch, Schultern runter bis zu den Ellenbogen. You can also gently rub your hands like washing your hands. Man kann auch sanft die Hände reiben, ähnlich wie Hände waschen. Choose any of those modes of touch, face, arms, or hands that feels good for you. Entscheide dich für die Art und Weise, Gesicht, Arme oder Hände, die für dich passt. The only rule is that it feels soothing and calming for you. Die einzige Regel ist, dass es sich für dich beruhigend und entspannend anfühlen soll. Which means if you want to stay on your hands the entire time, that's fine. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel die ganze Zeit bei den Händen bleiben willst, ist das völlig in Ordnung. Or the face, or cheeks, or arms. Oder eben Gesicht, Wangen, Arme. You choose what feels good for you. Entscheide selber, was sich für dich gut anfühlt. And so I'll take you through about a 7-minute process. Ich leite euch durch einen etwa 7 Minuten dauernden Prozess, That will help you become present to the moment. Der dir helfen wird, dich im Augenblick zu finden, Relax your body and mind, Geist und Körper entspannt and activate a positive emotion, und positive Emotionen aktiviert. which will begin this process of neuroplasticity. Und das startet diesen Prozess der Neuroplastizität, also der Plastizität, der Veränderung im Gehirn, im Nervensystem. Because whatever we practice consistently, Denn alles das, was wir beständig ausüben, just like practicing a scale on the flute or the piano, genauso wie die Tonleiter auf der Flöte oder dem Klavier zu üben, builds habits, erzeugt Gewohnheiten, builds new circuits in the brain erzeugt neue Schaltkreise im Gehirn, that make it easier and easier to access that emotion in the future. die es in der Zukunft immer leichter machen, diese Emotion zu erreichen, zu empfinden. So because the world is very turbulent today, we're going to work with the emotion of calm. Und weil die Welt zurzeit halt sehr turbulent ist, arbeiten wir mit der Empfindung der Ruhe. Wonderful. So I invite you to begin by very gently applying the touch to your face or Wir beginnen hand. damit, dass ich dich einlade, ganz sanft die Berührung auszuüben, Gesicht oder Arme oder Hände. And invite you to gently close your eyes if you like. Und ich lade dich ein, wenn du magst, sanft deine Augen zu schließen. And as you bring all of your attention to the sound of my voice, Und während du deine ganze Aufmerksamkeit auf den Klang meiner Stimme fokussierst, you also bring your awareness to the sensation of touch. bringst du auch deine Achtsamkeit auf die Empfindung der Berührung. Simply noticing the feeling of hands touching face or arms or hands.
Einfach wahrnehmen, wie deine Hände dein Gesicht berühren oder die Arme oder die Hände sich gegenseitig. Bringing all of your attention to the sensation of touch. Bring deine ganze Aufmerksamkeit zu dem Berührungsempfinden. Simply noticing the pace of your touch. Einfach nur die Berührungen empfinden. Noticing the feeling of your skin touching skin or clothing. Und einfach wahrnehmen das Gefühl, dass deine Hände Hand oder Kleidung berühren. Bringing all of your attention out of the mind and into the senses. Bring all deine Aufmerksamkeit heraus aus dem Verstand hinein in die Sinne. As you do this, you might notice Und während du dies tust, merkst du vielleicht, that your mind becomes quiet. dass dein Verstand, dein Geist ruhig wird. Your emotions a little bit calmer. Deine Emotionen vielleicht ein bisschen ruhiger. You let go of the past and the future. Du lässt die Vergangenheit und die Zukunft einfach los. Resting gently in this moment now. Und ruhst sanft in diesem gegenwärtigen Augenblick. This present moment. In diesem gegenwärtigen Augenblick. Where there is nothing to do. In dem es nichts zu tun gibt. Nowhere to go. Du musst nirgendwo hin. No problem to solve. Es gibt kein Problem, das zu lösen wäre. Not now. Nicht jetzt. All that you need to do Alles, was du zu tun brauchst, is bring your awareness to the sensation of touch. ist deine Aufmerksamkeit zu der Empfindung der Berührung zu bringen. And gently rest in this present moment. Und sanft in diesem gegenwärtigen Augenblick zu ruhen. As you enjoy this sensation of touch, Und während du dieses Empfinden der Berührung genießt, I invite you to savor this wonderful feeling. lade ich dich ein, dieses wunderbare Gefühl zu genießen. And notice how your mind relaxes. Und stelle fest, wie dein Geist sich entspannt, As you rest in the senses. während du in den Sinnen ruhst. Very good. Sehr gut. And as you continue simply to notice the sensation of touch, Und während du weiterhin einfach dieses Empfinden der Berührung wahrnimmst, I invite you to become aware of your breath. lade ich dich ein, dir deines Atems bewusst zu werden. As the breath flows in and out. Wie der Atem hinein und hinaus fließt. In and out. Hinein und hinaus. Noticing the pace of your breath. Beobachte den Rhythmus deines Atmens. The feeling of your breath. Das Gefühl deines Atmens. And savoring the sensation of breath now. Und genieße jetzt das Gefühl des Atmens. How good it feels Wie gut sich das anfühlt, to rest in this moment. in diesem Augenblick zu ruhen. Letting go of the past. Die Vergangenheit loslassen. No worries about the future. Keine Sorgen für die Zukunft. Just here and now. Einfach nur im Hier und Jetzt. Very good. Sehr gut. And as you breathe in, Und während du einatmest, I invite you to say to yourself the word, I breathe in peace. lade ich dich ein, dir selbst zu sagen, ich atme Frieden ein. As you breathe out, Und während du ausatmest, invite you to say the word, I breathe out calm. lade ich dich ein, dir selbst zu sagen, ich atme Ruhe aus. I breathe in peace. Ich atme Frieden ein. Frieden ein. I breathe out calm. Ich atme Ruhe aus. Ich atme
atme Ruhe I aus. breathe in peace. Ich atme Frieden ein. Frieden ein. I breathe out calm. Ich atme Ruhe aus. Ich atme Ruhe And now you aus. can simply say the word peace as you breathe in, calm Yes. as you breathe out. Und jetzt kannst du einfach beim Einatmen Frieden sagen und beim Ausatmen Ruhe. And you can do this silently if you like. Peace, Und das kannst du auch ganz still tun, wenn du magst. Frieden, peace, Ruhe. Frieden, Ruhe. If your mind wanders, Falls dein Geist abschweift, gently bring it back to the breath, bring ihn sanft zurück zum Atem, the touch, zur Berührung and the words peace and calm. und den Worten Friede und Ruhe. And now imagine yourself flowing through the rest of your day. Und jetzt stell dir vor, wie du durch den Rest deines Tages hindurch schwebst, Easily accessing this experience of peace and calm. wie du dabei mit Leichtigkeit dieses Gefühl von Frieden und Ruhe erreichen kannst, Whenever you need to. wann immer du es brauchst. And now, whenever you're ready, Und wann immer du bereit bist, I invite you to rest your hands lade ich dich ein, deine Hände zu ruhen zu lassen and open your eyes. und deine Augen zu öffnen. Boah. Phänomenal. Fantastic. And so what we did, we began with the touch. Was wir getan haben, ist, wir haben angefangen mit der Berührung. I invited you to bring your awareness and attention to the sensation of touch. Ich habe euch eingeladen, eure Achtsamkeit zu diesem Gefühl der Berührung zu bringen. And when we do this over and over, it's a form of mindfulness meditation. Und wenn wir das immer wieder tun, ist das eine Art der Achtsamkeitsmeditation. And the meditation is anchored through the power of touch. Und diese Meditation wird durch die Kraft der Berührung verankert. So you bring your mind over and over and over back to the feeling of touch. Und immer wieder bringen wir den Geist, die Wahrnehmung zurück zu diesem Gefühl der Berührung. Then we added to that awareness of the breath, Dann haben wir dem hinzugefügt die Bewusstheit des Atems, which more deeply grounds you in the present moment and in the body. was uns noch stärker im gegenwärtigen Augenblick und im Körper verankert. And then building on that foundation, we chose breathe in peace, breathe out calm. We could have chosen any emotion or state. Und auf diesem Fundament haben wir dann eben Frieden und Ruhe hinzugefügt und wir hätten jede andere beliebige Emotion dafür auch einsetzen können. I could have had you breathe in joy Ja, wir hätten Freude einatmen können or breathe in courage oder Mut or breathe in determination oder auch Entschlossenheit einatmen or breathe in affection oder auch Zuneigung einatmen or any other positive state that you want to amplify in your experience. und jeden anderen beliebigen Zustand, den wir in der eigenen Erfahrung stärken wollen. And once again, the principle is we use the touch to become mindful and to relax the body. Und wir benutzen da eben die Berührung, um achtsam zu werden und den Körper zu entspannen. And to come into the present moment. Und eben ins Jetzt zu kommen. And from that foundation of relaxation, mindfulness, and presence, we then focus on whatever it is we want to amplify. Und auf dieser Basis eben von Entspannung, Achtsamkeit und was war das dritte? Da kommen wir dann hin, dass wir jede beliebige Emotion aufsetzen können. Yes. And in the same way, we could use that introduction to bridge to
guided imagery, for example. Ja, und mit dieser Einführung könnten wir dann auch zu geleiteter Imagination, also Visualisierung zu kommen. Or to meditation. Oder zur Meditation. Or to mental rehearsal of a task. Ja, oder auch zum Mentaltraining einer bestimmten Aufgabe, die wir durchführen wollen. Or you could, with a client, use that as a prelude to then doing the other work. Oder wir können das sozusagen als Vorspiel benutzen, um mit den Klienten dann in eine andere Art der Arbeit einzutreten. Because sometimes the way the client sees their problem Denn die Art, wie die Klienten manchmal ihr Problem sehen, is based on how they feel in the moment. ja, basiert auf dem Gefühl, das sie in dem Augenblick haben. And if you can help them calm down at the beginning of the session, Und wenn wir sie am Anfang der Sitzung dazu bringen können, sich zu beruhigen, the problem will usually change dann verändert sich meistens das Problem. because they won't be operating under high levels of stress. Ja, weil sie dann nicht mehr von einem hohen Stressniveau herkommen. So there are many ways you can use that foundational practice. Man kann also diese Grundlagenübung in vielen unterschiedlichen Arten und Weisen einsetzen. And that's all I have to say. Super. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich sage nur, das ist super und es ist einfach. It's fantastically simple. Ja, ja. Well, the principles, this is what I said at the beginning. You look at tapping, you look at havening, you look at positive psychology, you look at all of these different modalities, and you reflect on what are the principles that are necessary for them to work. You look at what we know about neuroscience. We know that the more we can access the parasympathetic state of rest, restore, renew, the easier we heal. Ja, wie am Anfang schon gesagt, ne, wir können hier das öffnen für jede beliebige Modalität. Und je mehr wir diesen parasympathischen Zustand von Erholung und Heilung und so weiter erreichen können, umso leichter geht dann das Verändern, das Heilen. We also know that those relaxed states are the gateway to faster learning. Wir wissen auch, dass diese entspannten Zustände das Tor sind zu schnellerem Lernen. So it makes sense that whatever we can do to access that parasympathetic state is going to enhance the other work that we do. Es ist also ganz klar, dass dieser Zugang zu den entspannten Zuständen die nachfolgende Arbeit einfach erleichtert. So although we used havening touch just now to get to that state, Obwohl wir jetzt gerade die Havening-Berührung benutzt haben, um in diesen Zustand zu kommen, you can also do other things, like you can yawn and stretch, like yawn. kann man auch andere Dinge machen, zum Beispiel das Gähnen und Strecken. Sowas ist ansteckend, hör auf. If you yawn and stretch very mindfully, paying attention as you do it, Ja. Wenn man sehr achtsam gähnt und eben sich streckt, you'll find a similar shift occurs. Ja. If you wird man feststellen, dass eine ähnliche Veränderung geschieht. if you attend to your breathing, Wenn wir auf den Atem achten, if you listen to music that relaxes you, ja, wenn man auf Musik anhört, die einen entspannt, if you give yourself a simple massage, wenn man sich selber eine kleine, einfache Massage gibt, all of these are different ways of helping you get out of sympathetic activation. das sind alles verschiedene Möglichkeiten, um aus der Sympathikus-Aktivierung rauszukommen. Into a more relaxed state. Hinein in einen entspannteren Zustand. And then you add to the relaxed state mindful awareness. So you are paying attention as you go. Ja, und dann fügt man dieser Entspannung die Achtsamkeit hinzu. Und And once you have relaxation and mindful awareness, those are the foundations to everything else. Und wenn wir Entspannung haben und Achtsamkeit, dann haben wir das Fundament für alles Weitere. So you could do this before a coaching call where you just have dialogue. Das kann man auch vor einer Coaching-Sitzung machen, in der dann danach nur noch Gespräch geschieht. Or before a tapping session. Oder vor einer Klopfsitzung.
Or if you're in sports psychology, you can do it before you do mental rehearsal of the upcoming event. Ja, oder in der Sportpsychologie kann man das auch machen, bevor wir im Geist eine bevorstehende Aktion, Handlung, ein Ereignis im Geist durchspielen. Mhm. Cool, ja, cool. Because it's all based on the principle of mindful present moment awareness and Es relaxation. beruht alles auf dem Prinzip der gegenwärtigen Achtsamkeit. Mhm. Super, danke. Da That's great, thank you. You're welcome. würde ich gerne eine unserer Fragen anschließen und noch mal ganz kurz berichten, also was ich auch in der Klientenarbeit erfahren habe, das, was du gerade vorhin gesagt hast, dass wenn man akzeptiert, dass man zwei Teile hat, der eine möchte sich loslösen und der andere möchte festhalten, wenn man die beiden anerkennt, dass sich ein Tor öffnet. Okay, referring to what you said, that sometimes one part does want to change and the other part doesn't, and we bring them together, which creates an opening. Die Erfahrung habe ich gemacht. Gleichwohl, wo wir alle die beruhigende Wirkung auch der Selbstberührung erfahren können und haben. And while we can all experience the relaxing effect of soothing self-touch, Habe ich bei Klienten festgestellt, dass sie zusammenschrecken, förmlich Angst haben, wenn sie sich, und sei es noch so sanft, berühren. Und ich habe eine Vermutung. Ich würde dazu gleich noch weiterführen wollen. I have with some clients experienced that they kind of recoil or get anxious about touching themselves. And I have a supposition or I have a thought on why that might be. Also für diese betroffenen Klienten ist es so, dass, also ich arbeite auch sehr feinstofflich und mit allen Ebenen, und das sind Klienten, die in letzter Konsequenz Angst davor haben, sich mit all ihren Ebenen, auch mit der spirituellen Ebene, zu verbinden. Und the impression is that these people, even working a lot with subtle energies, that these clients may have a profound fear of getting in touch with their issues. Very true. Yes, I've seen that, certainly. Sehr wahr, das habe ich auch erlebt. Gleichwohl, weil ja auch dir die Spiritualität sehr am Herzen liegt, wie arbeitest du dann da mit Havening oder suchst du dir andere Kombinationen? Knowing that spirituality is also close to your heart, do you in such situations still use Havening, or would you recur to something else? Whatever modality I use is based on my in-the-moment intuitive perception of what will serve the client. Was immer ich tue, beruht auf meiner in dem Moment vorhandenen inneren Intuition dessen, was diesen Klienten nützen dürfte. So I can't answer that in a general fashion. Das kann ich also nicht allgemein beantworten. Ich hätte jetzt auch nicht wirklich eine ernsthafte Antwort erwartet. Das hätte mich erstaunt. If you had one general answer to that, I would have been very surprised, she says. So do you have a more specific question? Hast du vielleicht eine spezifischere Frage? Nein, ich fühle mich in meiner Wahrnehmung, dass das die Thematik dahinter ist, durch durch Harrys formulierte Frage doch sehr bestärkt oder bestärkt. I feel very affirmed in my own personal view of the issue, of the matter, and thank you for that. Yes, my experience is that it's good to have many tools in your toolkit. Ja, meine Erfahrung ist es, dass es nützlich ist, viele Instrumente im Instrumentenköfferchen zu haben. And it's important to master those tools to the highest level you can. Ja, und diese Instrumente so gut zu beherrschen, wie man nur kann. And in the moment of working with the client. Und in dem Augenblick, in dem wir mit den Klienten arbeiten, I use the tool that my intuition guides me to use. Benutze ich dasjenige Instrument, diejenige Technik, die meine Intuition mir nahelegt.
And sometimes that's no tool at all. Und manchmal ist das überhaupt kein Instrument, gar keine Technik. Sometimes it's just being there in silence and loving presence. Yes. Und manchmal ist es einfach, da zu sein in liebevoller Präsenz. Sometimes it's asking one question. Ja, und manchmal ist es, eine Frage zu stellen. Sometimes it's doing tapping or havening silently. Manchmal ist es, dass man das Havening oder das Klopfen still vollzieht. So for me, it's all a matter of what is in the highest good of the client, which flows through me when I'm present. Es geht immer um das höchste Gut für den Klienten, das durch mich hindurchfließt. Ja, Danke. Yes. nichts hinzuzufügen. Super, super. Does not need any further comment. Also, was ich gerne wissen möchte, wie war denn dein Treffen mit dem Dalai Lama? Was lachst du? Oh, das ist so mein Idol, der Dalai Lama. Den möchte ich auch mal interviewen. So, Und okay. mach übersetzt. Yeah. Okay. Something I would love to learn about is, what was it like to meet the Dalai Lama? Und wie es dazu gekommen ist. And how did that come together? When he visited Louisville in 2013, I was invited, pardon me, I was invited to perform for him. Wow. Als er 2013 nach Louisville kam, hatte man mich eingeladen, für ihn zu spielen. And so I did a performance for him of an original composition in front of 15,000 people. Und so habe ich eine spezielle Komposition, speziell für ihn, vor 15.000 Leuten aufgeführt. But the real highlight was after that was over. Aber das echte Highlight war, nachdem das vorbei war, When I got to meet him backstage, als ich ihm hinter der Bühne begegnete. I reached out my hand to shake his hand. Ich habe die Hand hingehalten, um ihm die Hand zu schütteln. And he took my hand and did this. Und er hat meine Hand genommen und dies gemacht. Ja. And I felt high for a week. Wow, Und ich habe mich eine Woche lang high gefühlt. würde ich auch. because his presence Ja. emanates a certain energy. Und seine Gegenwart, seine Präsenz strahlt eine gewisse Energie aus. And it was wonderful. It was a great opportunity. Und das war einfach wunderbar, eine tolle Gelegenheit. Ja. And the last thing he said to the small group that was leaving was really important. Und das Letzte, was er der kleinen Gruppe, die mit ihm zusammengetroffen war, gesagt hat, war sehr wichtig. He said, peace is possible, but we must work for it. Er sagte, Frieden ist möglich, aber wir müssen dafür arbeiten. It's not just about meditating or praying. Es geht nicht nur ums Meditieren und Beten. It's about doing the work. Es geht darum, tatsächlich dafür zu arbeiten. And I will always remember that advice. Und diesen Rat werde ich immer erinnern, daran werde ich mich immer erinnern. Toll, Wonderful. toll. Bezüglich dieses Erlebnisses, hast du doch da auch eine neue neurologische Verbindung geknüpft, sodass du immer wieder in diesen Zustand hineinkommen kannst. So, during that event, didn't you create a new neural connection or neural circuit that you can always access? Could you be more specific? Kannst du das genauer sagen? Ja, wenn du in seiner Präsenz bist, ob es nun ist, dass er dir die Hand genommen hat, Being in his presence, maybe even with him taking your hand, dann ist doch was im Gehirn passiert. something must have happened in your brain. Und kannst du diesen Zustand immer wieder aktivieren? And is it possible for you to reactivate that state again and again? Mit Havening. I believe that, and I don't know the exact research on this, but I believe that we have the capacity to access any experience that we can remember. Ja. Auch wenn wir dafür womöglich keine feste wissenschaftliche Basis haben, ich bin davon überzeugt, dass wir jede Erfahrung, die wir jemals gehabt haben, wieder erreichen können, Zugang haben können. And so if we intentionally practice remembering a state of being, it becomes more and more of a habit.
Genau. Und wenn wir bewusst uns immer wieder erinnern an einen bestimmten Zustand, dann wird das immer mehr zur Gewohnheit. Genau wie das This is andere not- auch. Entschuldigung. Ne? Just like the other things you've talked about. Exactly. This is Genau. how I transformed StageFright into confidence. Ja. Das ist, wie ich Lampenfieber in Selbstvertrauen verwandelt habe. There were two things that I did. Ich habe zwei Dinge getan. The first was mental rehearsal, imagining myself performing well. Ja. Das erste war eben Mentaltraining, mir vorzustellen, wie ich gut agiere. Mhm. And the second was keeping a journal of positive memories and rehearsing them every day. Und das zweite war, ein Tagebuch positiver Erlebnisse zu führen und das jeden Tag durchzuspielen. So I learned in my own body what it's like to rehearse over and over and over a feeling until it becomes a habit. Ja, und so habe ich in meinem Körper gelernt, wie es ist, immer und immer wieder ein bestimmtes Gefühl zu empfinden und das zur Gewohnheit zu machen. Mhm. And I believe this is one of the most remarkable yet underutilized capacities we have. Und ich glaube, das ist eine der Fertigkeiten, der Fähigkeiten, die wir haben, die aber massiv zu wenig eingesetzt wird. Ja, Because we can build states of being the same way we build muscles. denn wir können Seinszustände genauso Stärken aufbauen wie Muskulatur. And with practice, we can learn to be compassionate or courageous or determined or joyful. Und so können wir lernen, fröhlich zu sein, Mitgefühl zu haben und andere Emotionen. In the same way we learn to play scales on the piano, Genauso wie wir lernen können, die Tonleiter auf dem Klavier zu spielen. or we learn to play tennis or golf. Oder wie wir Tennis oder Golf spielen lernen. And if we take this attitude towards developing our emotional capacities in the same way, Und wir können eben diese Einstellung auch dafür herannehmen, wie wir emotionale Zustände lernen. we can completely transform ourselves from the inside out. So können wir uns selbst völlig von innen nach außen heraus verändern. Far beyond what we imagine is possible. Weit über das hinaus, was wir üblicherweise uns vorstellen. We can become Olympic athletes of the emotions. Wir können Olympioniken der Emotionen werden. Or, Great word. or virtuosos of a state of being. Ja, oder Virtuosen von Seinszuständen. Cool. Cool. Wow. Ja. Super. Ja. Bin geflasht. Was da alles möglich ist. Wenn man mal über den Amazing Tellerrand, all of those possibilities. wenn man mal über den Tellerrand auch hinausblickt. Yeah, once you look beyond your circle of or your comfort zone even. Yes, a wonderful author, his name is Christian Larson, said these words. Der wunderbare Autor Christian Larson hat die folgenden Worte gesagt. And although his books were written over 100 years ago, they still resonate now. Und auch wenn seine Bücher vor 100 Jahren geschrieben worden sind, haben die immer noch ihre Resonanz. He wrote to imagine better than the best you know. Und er sagte, stell es dir besser vor als alles, was du kennst. To expand your imagination beyond what you think is possible. Dehne deine Vorstellungskraft über das hinaus aus, was du für möglich hältst. And to do that as a daily practice. Und mach das als tägliche Übung. So what if every day you imagined yourself as healthier and more vital than you've ever imagined before? Und was wäre, wenn du dich jeden Tag gesünder und lebendiger fühltest als alles, was du jemals für möglich gehalten hast? And you listen to your intuition to help you attain that. Und dabei auf deine Intuition hörst, damit sie dir hilft, das zu erreichen. And then the next day you did the same thing over and over every day. Und dann machst du das den nächsten Tag und danach immer wieder, immer wieder, immer wieder. So you constantly feed your mind with images of your greatest possibilities. Damit fütterst du deinen Geist immer wieder mit den Bildern der größten Möglichkeiten. And this becomes your daily habit to imagine better than the best you could imagine. Und das wird zu deiner täglichen Gewohnheit, es dir besser vorzustellen, als du es je hast vorstellen können. Then you use your tools like tapping or havening or whatever to reinforce that imagination. Und dann benutzt du deine Werkzeuge, die du hast, Tapping oder was auch immer, um diese Vorstellung zu verstetigen.
And in this way, you recreate yourself. Und auf diese Art und Weise erzeugst du dich selbst ganz neu. Day after day after day. Tag für Tag für Tag. Wobei es ja leichter ist, also es ist schon eine Übung, ist die Intuition zu hören, ihr aber auch zu folgen, ist ja die große Kunst des Alltags. And the great art of conducting your everyday life is to hear your intuition, listen to it, and then follow it. Yes. Ja. I teach a mastermind class on that. Ich habe eine Mastermind-Klasse, in der ich das unterrichte. And I talk about 4 steps. Ich rede da über 4 Schritte. The first is to ask. Der erste ist Fragen oder Bitten. The second is to listen. Das zweite ist Hinhören, Zuhören. The third is to honor what's been received, to honor it. Das dritte ist zu ehren und anzuerkennen, was empfangen wurde. And the fourth is to act. Und der vierte ist Handeln. Most people miss one of those 4. Die meisten Leute vergessen einen davon, von diesen They 4. don't ask their intuition, Sie fragen ihre Intuition nicht or they don't listen, oder sie hören nicht drauf. or if they do listen, they don't respect it enough to do something with it. Ja, oder wenn sie darauf hören, respektieren sie nicht genug, um darauf einzugehen. Or they don't consistently act. Oder sie handeln eben nicht konsistent oder mit Beständigkeit. But if you do all 4, ask, listen, honor, and act, they create a virtuous cycle. Aber wenn man alle 4 macht, fragen, hören, anerkennen, tun, dann erzeugt man eine positive Entwicklung, eine Spirale nach oben. Das Gegenteil vom Teufelskreis. And your intuition gives you more and more and more. Und die Intuition gibt einem dann immer mehr. I talk about thinking about your intuition like you would think about another person you're in a relationship with. How do you create a good relationship? Ich sage gerne, denke an deine Intuition, so wie du an einen anderen Menschen denken würdest und entwickle zwischen beiden eine gute Beziehung. A good relationship, you listen and you respect one another. Ja, in einer guten Beziehung hört man aufeinander und respektiert sich. Some of us treat our intuition like an enemy. Manche von uns gehen mit unserer Intuition um wie mit einem Feind. Or like our ex-wife or ex-husband. Oder Ex-Ehemann oder Ehefrau. When it should be the closest relationship we have. Aber es sollte ja wohl die dichteste, die intensivste Beziehung sein, die wir haben. And the most mutually loving. Und die mit der meisten gegenseitigen Liebe. Also dazu habe ich eine Frage. Gibt es dazu etwas mit Havening, um das wirklich zu unterscheiden? Ist das jetzt die Intuition? Ist das mein Ego? Oder ist das so eine versteckte Ego-Sache? So is there anything, for example, in Havening to help to discern between intuition and possibly just ego or something hidden? I think the solution to that goes beyond any modality, including havening. But I think the solution is learning to ask a second question. When you receive something that you think is an intuition. Dieses Thema geht weit über Havening oder jede andere Modalität hinaus gegenüber jeder andere Technik. Es geht darum, wenn wir eine Intuition empfangen, eine zweite Frage zu stellen. It's about number 1, clearing your own past, so you don't have a lot of traumatic experiences that are blocking your vision. Es geht unter anderem darum, die eigene Vergangenheit also zu klären, zuzusehen, dass wir nicht zu viele traumatische oder andere Dinge in uns haben, die da stören, die die Wahrnehmung verzerren. And learning to ask a second question. Und eben zu lernen, eine zweite Frage zu stellen. Is this for the highest good of all? Und die lautet, ist dies zum höchsten Gut für alle? Intuition will always, the answer given through intuition will always be for the highest good of all.
die Antwort, die die Intuition gibt, wird immer zum höchsten Gut für alle sein. And so you develop your discernment in that way. Und so entwickelst du deine Unterscheidungsfähigkeit. And of course, any traumatic encoding, any old patterns, anything that in you gets in the way of you being fully present will block your intuition. Natürlich wird alles, was du so an alten Traumata und negativen Erlebnissen gehabt hast, also der Präsenz im Weg stehen. So one of the practices I teach is for people to ask their intuition, what is the one thing blocking greater intuitive flow? Und ein Ding, was ich unterrichte, ist eben zu fragen, was blockiert hier jetzt den größeren Flow, das größere Fließen von Informationen? And then use havening, tapping, whatever to release that. Und dann kann man Havening oder Klopfen oder was auch immer benutzen, um genau das loszulassen, zu lösen. Okay. Wonderful. Ja, ja. Also es gibt dazu eben auch ein paar Schritte. Wenn man sich ernsthaft mit sich selbst beschäftigt, muss man einfach ein paar Schritte gehen. So in working with oneself, there are certain steps to take. Und das wird unterstützt mit Havening oder mit dem Klopfen oder einer anderen energetischen Methode. And that we support or facilitate with havening or tapping or other modalities. Is there a question? Yes. Ist das eine Frage? Du brauchst nur zu nicken. No, she's only hoping for your nodding, for your approval. I guess it was just reiterating. Finde ich cool, ja. Das ist ich brauche immer eine Bestätigung. Ja, I often need my reaffirmation. Yeah. Aber ja ist ein super deutsches Wort. Ja is a great German word. Okay, yeah. Ja, und dazu nicken und lachen. Ja, and nodding and laughing. Ja, das ist alles, was es braucht. Ja. Good. That's all it needs. Good. Haben wir noch Fragen, Marit? Wir haben im Grunde genommen das so geführt, dass sozusagen im Fluss, by the way, alles beantwortet wurde, was wir so auch uns überlegt hatten im Vorfeld. Okay, so in the flow of the conversation, all the questions we had have been answered. Okay, good. Ja. Würdest du noch etwas sagen wollen? Is there anything you would like to add? I think it's really important that everybody who's listening to this, all of you are in the work of helping others heal. Wichtig ist, dass alle, die hier zuhören, eben also die Arbeit tun, anderen beim Heilen zu helfen. And it's very, very important for those of us who work to help heal others. Und es ist für uns, die wir anderen helfen zu heilen, sehr wichtig, to take deep, good care of ourselves. Dass wir sehr gut auch für uns selber sorgen. So that we can pour from a full cup. Damit wir aus einem vollen Gefäß schenken können. Fill your spiritual cup up. Ja, fülle deine spirituelle Tasse, deinen spirituellen Becher randvoll. With good friends, with taking care of yourself. Mit guten Freunden und für dich selber auch gut zu sorgen. With nature, with love, with music. Mit Natur, mit Liebe, mit Musik. So that we can all be lights in the midst of difficulty. Dass wir alle Lichter sein können in dem Nebel der Schwierigkeiten. Because our world is in challenging times now. Denn unsere Welt befindet sich in sehr schwierigen, herausfordernden Zeiten. And it very much needs each one of us. Und sie braucht sehr dringend jeden und jede von uns. To be instruments of love. Damit wir Instrumente der Liebe seien. And possibility. Und der Möglichkeiten. So be good to yourself. Seid gut zu euch selber. So you can better serve others. Damit ihr anderen noch besser dienen könnt. Sehr gut. Vielen Dank, Harry. Very good. Thank you so much, Harry. Thank you. Und, You're very, very welcome. Thank you. It's an honor to be here.
Ist sehr gern geschehen. Es ist eine Ehre, hier bei euch zu sein. Und was du gerade gesagt hast als Botschaft für uns alle, And your message to all of us just now, das würde ich gerne niederschreiben und unter das YouTube-Video setzen. that's something I would like to put in writing and add to the YouTube video. Of course. Ja, weil das, Natürlich. ich empfinde das als grandiose Botschaft. I think that is a tremendous message. Beautiful. Ja. Thank you. Dankeschön. Sehr Dankeschön. schön, danke. Ich stoppe jetzt hier. So, Ich läuft sag und mich jetzt. ich bin jetzt weg. Ciao. Tschö. Tschö. So, was mache ich das denn jetzt hier? Aufzeichnung abbrechen. Beenden. Das Meeting verlassen, beenden. Abzeichnen.